wieder, eure Trashtalker. Uns ist klar, dass ihr nicht uns zwei sehen wollt, sondern den zweiten Teil unseres Interviews mit ÖBV-Generalsekretär Michael Schrittwieser. Na dann, los geht's! Sie haben ja auch diese Idee geäußert, oder diese Vision, eine Basketball-Europameisterschaft nach Österreich zu holen. Ist das wirklich realistisch in Ihren Augen oder war das salopp gesagt einfach so dahin gesagt? Nein, das ist aus unserer Sicht, also aus der Position des österreichischen Basketballs, mehr als realistisch. Wir stehen mit der Bewerbung in den Startlöchern. Wie so oft im Basketball gibt es verschiedene Interessen und diesmal auf FIBA-Niveau oder auf FIBA-Level, das heißt FIBA World und FIBA Europe. Es schwillt ein Konflikt, wer denn die nächste Europameisterschaft 2021 überhaupt ausschreibt, beziehungsweise wer offiziell das Recht hat auszuschreiben. Damit, es ist jetzt Ende 2018, gibt es noch keine offizielle Ausschreibung. Wir hatten Vorgespräche mit der FIBA. Der Präsident Hubert Schreiner hat hervorragenden Kontakt zur FIBA. Mein Vorgänger hat hervorragenden Kontakt zur FIBA. Ich habe jetzt sehr guten Kontakt zur FIBA. Vorgespräche wurden geführt. Kamil Nowak, der Generalsekretär des Europäischen Verbandes, hat in Österreich gespielt. Sie alle schätzen Österreich. Wien wäre ein perfekter Veranstaltungsort für eine Vorrundengruppe. Wir stehen in den Startlöchern für eine Bewerbung für 2021. Das ist natürlich minimaler Zeitraum nur. Und was jetzt dazu kommt, ist, dass in dieser Zeit, wo jetzt der Basketball steht und wartet, das gilt nicht nur für Österreich, sondern für alle anderen Nationen, es gibt, glaube ich, zurzeit 11 oder 12 seriöse Anwärter, das hört man nur bei der FIBA, hat sich Österreich erfolgreich beworben und auch zugesprochen bekommen, die Judo-Weltmeisterschaft 2021, die im September 2021 stattfinden wird. Und bei allem Wohlwollen des Sportministeriums gegenüber dem österreichischen Basketball fragt man sich jetzt natürlich, ist es dann auch möglich? Erstens Mittel und zweitens Infrastruktur, denn mit basketballspezifischer Infrastruktur sind wir in Österreich nicht gesegnet und auf keinem Niveau und auf keinem Level gesegnet. Das heißt, es geht nur Wien, es würde nur die Stadthalle umgebaut in einem Davis Cup Setting passen. Es wäre für den österreichischen Basketball eine Riesenchance, diese Möglichkeit. Man könnte sich einen Vorrundengegner aussuchen, das heißt die FIBA hat das System, wo man einen Vorrundengegner selbst wählt. Man stelle sich vor, nach dem Länderspiel gegen Serbien zum Beispiel, würde Serbien in einer Gruppe in Österreich spielen, gemeinsam mit Österreich, und da würde Jakob Böttl im besten Basketballalter sein und würde es gelingen, diese Generation Rashid noch einmal zu motivieren, 2 Jahre durchzuhalten. Mit einer EM kann man es vielleicht motivieren. Also das ist auch unser Gedanke. Und alle Spieler warten auch zu Recht auf diese Entscheidung, denn sollte das nicht gelingen, müsste man wahrscheinlich schauen, wie die nächste Generation ausschaut. Seit dieser Saison wird die Damen-Bundesliga wieder vom ÖBV organisiert. Welche Vision steckt da dahinter? Insgesamt steckt die Vision dahinter oder steckt die Idee dahinter, dass es aus meiner Sicht, und ich bin jetzt 40 Jahre dabei und habe in allen möglichen Positionen, habe in der Liga mitgearbeitet und mir über den Verband die Haare gerauft, die letzten, und habe als Trainer mitgearbeitet, war in der Nationalmannschaft. Das heißt, ich kenne alle diese Facetten und habe Verständnis für alles, aber uns muss es gelingen, das Thema österreichischen Basketball unter einen Hut zu bringen, unter eine Marke zu bringen, unter ein Dach zu bringen und unsere gemeinsamen Interessen im Sinne des österreichischen Basketballs zu vertreten. So viel Energien und wie bei uns im internen Diskussionen, höflich gesagt, aufgehen, die dann nicht nach außen zu einem gemeinsamen Auftritt genutzt werden können, das ist schade. Und das Thema Frauen-Bundesliga war ein erstes Thema, das wir versucht haben, unter ein gemeinsames Dach wieder zu bringen, unter die Dachmarke Basketball Austria. Und es war ein
am Ende doch erfolgreicher, aber mühevoller Prozess, weil von den organisatorischen Rahmenbedingungen her in den letzten Jahren das sehr flexibel gestaltet wurde. Viele Vereine wussten nicht genau wann, wo oder wie. Wir haben versucht, das ein bisschen in Regionen zu gliedern. Unser Ziel waren 8 Mannschaften. Wir sind da leider vorbeigeschrammt an dieser Marke. Jetzt hätten wir 2 weitere. Jetzt ist sogar das Thema 2. Bundesliga Region Süd bereits in den Start oder an den Start gegangen. Das heißt, unser Thema wäre ganz stark eine 8. Liga einer Frauenbundesliga. 4 Vereine in der Region Mitte, wie in Niederösterreich, 4 Vereine in der Region Süd, unbedingt im Ballungszentrum Graz, Modul Graz und 2 Vereine, also 4 Vereine Region Mitte, 2 Vereine Region Süd, 2 Vereine Region West, Linz, Wels und vielleicht noch eine Mannschaft weiter westlich. Ich glaube 8 Mannschaften, das wird die Damenliga gut vertragen und darunter 3 regionalisierte Zweitligagruppen. Ich glaube, ein großer Fehler, den wir im österreichischen Basketball immer wieder gegangen sind, ist, dass wir sehr, sehr anlassbezogen immer wieder unsere Modi, Teilnahmebedingungen, Aufstellung der Liga, Ausländerregelungen, ÖMS-Bestimmungen immer wieder angepasst und es ist von außen gesehen relativ undurchsichtig, wer spielt wo, wie, wann, wie sind die Bestimmungen. Ich glaube, dass der Fan und der Vereinsfunktionär gewisse Stabilität und Sicherheit braucht, um Planungssicherheit zu haben und das versuchen wir jetzt ganz stark zu geben und wir sind zufrieden, wie das Produkt Frauenbundesliga im ersten Jahr angelaufen ist. Wir haben vom Auftritt her einiges investiert und freuen uns, dass es gelungen ist, diese Zielsetzung, nämlich eine leistungssportorientierte Amateurliga für junge Frauen und Mädchen auf die Beine zu stellen, die Ambition haben, Leistungssport zu betreiben, um dann vielleicht auf ein College zu gehen oder ins benachbarte Ausland zu gehen. Es kann keine Profiliga sein in Österreich, das ist klar, das sehen wir jetzt auch bei den Männern, auf welchem Weg wir sind. Und bei den Frauen umso mehr, aber wir haben ausgezeichnete Legionärinnen, wir haben sehr starke Zentren, vor allem im Bereich Wien und wir sind guter Dinge. Ein großes Thema ist dieser ewige Konflikt zwischen dem Verband auf der einen Seite, der Bundesliga auf der anderen Seite. Im Sommer gab es zum Beispiel diese Episode, dass der Verband den Vertrag mit der Liga gekündigt hat, dann hat man sich doch geeinigt. Ist es wirklich so schlimm zwischen Liga und Verband? Aus meiner Sicht derzeit nicht. Nein, es ist nicht schlimm. Es gibt verständlicherweise, und jeder Funktionär handelt, und ich war lange genug Funktionär eines Vereins, dass ich weiß, nur zu gut weiß, dass ein Vereinsfunktionär eine Aufgabe hat. Und das ist, die Interessen seines eigenen Vereins bestmöglich zu vertreten. Das ist überhaupt keine Frage. Wir alle im österreichischen Basketball haben kaum die Möglichkeit, längerfristig zu planen, weil wir unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, unter denen wir Hervorragendes leisten. Also die Vereine, ich kenne die Szene, wir kennen alle die Szene, was wir trotzdem produzieren unter unseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit unseren Budgets, ist sensationell und man muss vor jedem Beteiligten den Hut ziehen. Es gelingt uns jedoch nicht, bis dato wirklich ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Vision auch für die Zukunft des österreichischen Basketballs zu kreieren. Zu stark sind die berechtigten Eigeninteressen. Deswegen hat sich auch und die Idee des Verbandes war, dass man das Thema Basketball Austria gemeinsam bespielt. Der Verband hatte aus unserer Sicht zu wenig Mitspracherecht, was die sportliche Ausrichtung betrifft. Das heißt, Einsatz von Spielern, die in die österreichische Nationalmannschaft kommen könnten, Terminplanung, Förderung eben österreichischer Spieler und diese sportliche strategische Ausrichtung. Und aus diesem Grund wurde der Vertrag gekündigt mit einem Jahr Vorlaufzeit, was für einen riesen Aufruhr gesorgt hat, was aber im Endeffekt, und das ist der momentane Status quo, dazu führen sollte, dass man näher zusammenrückt, dass man wirklich Interessen bündelt. Ich persönlich, und
ich sitze jetzt auf diesem Sessel, den ich hier absäge, halte es für nicht notwendig, dass der österreichische Basketball über 2 Büros, Liga, Verband, 2 Präsidien, Liga, Verband, 2-mal Administration, Liga, Verband, 2-mal Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, das halte ich nicht für notwendig. Ich glaube, und das heißt jetzt nicht, dass der Verband die Liga schlucken will, das ist überhaupt kein Thema, war nie Thema, das könnten wir hier gar nicht bewältigen, das ist auch kein Thema. Die Liga ist ausgezeichnet vermarktet, ausgezeichnet organisiert. Ja. Es fehlt uns die gemeinsame sportliche Strategie, die gemeinsame. Und so stehen wir trotzdem vor der Herausforderung, bestehende Strukturen, die wir haben im österreichischen Basketball. Wir haben de facto mehr Präsidiumsmitglieder als Nationalspieler. Wir haben 9 Landesverbände mit ihren Präsidien, wir haben ein ÖBV-Präsidium, wir haben ein AWL-Präsidium, wir hatten ein AWBL-Präsidium, wir haben mehr Präsidiumsmitglieder im österreichischen Basketball als aktive Nationalspieler und Spielerinnen. Das ist wieder nicht gegen diese Präsidiumsmitglieder gerichtet, sondern es ist eine Strukturfrage, eine Struktursache. Und ich glaube, wenn man diese Reibungsverluste, die jetzt dazwischen diesen ganzen administrativ-organisatorischen Dingen liegen, auflösen könnte und gemeinsam an einen Strang ziehen könnte, wäre es besser. Wir haben klar gemacht, dass der ÖBV nicht mehr Geld will von der Liga, wie es bis jetzt gegeben hat an pauschalierter Abfindung für die Austragung dieser Liga. Wir haben klar gemacht, dass wir in der Vermarktung, im solchen Fernsehvertrag, kein Mitspracherecht, sondern dass es nur um Sportliches geht. Jetzt wurde eine Installierung eines Sportboards in Aussicht gestellt und wird momentan von den Juristen verhandelt. Ich hoffe sehr, dass es nicht wieder unter dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, wie der in einen Arbeitskreis läuft, sondern dass was Sinnvolles herauskommt, dass der Vertrag bald unterschrieben ist und dass wir uns den gemeinsamen Themen widmen können. Da waren ja schon einige spannende Aussagen dabei. Aber glaubt uns, wenn wir euch sagen, Teil 3 wird mindestens genauso spannend. Bis dann!